Herzlich willkommen bei LXT Studio Safe Channel. Ich zeige euch heute, wie ich meinen Stand-Up-Paddler, der bereits eine Foil-Aufnahme hatte, dazu umgerüstet habe, dass ich damit auch Wind foilen kann. Dazu müssen wir eine Mastspur einbauen. Konkret geht es hier darum, ich habe hier einen F1 Stand-Up-Paddler, der eben an sich dafür ausgelegt ist, dass man ihn mit dem Foil in der Welle fährt. Das Ding funktioniert aber auch super zum Windsurfen, von der Größe her ca. 2,90 Meter lang, besonders gut für Einsteiger geeignet. Und ihr seht, ich habe hier eben eine Mastschiene nachgerüstet. Das ist eine Chinhook-Schiene. Ich zeige euch jetzt in dem kleinen Video, wie ihr das bei jedem Stand-Up-Paddler machen könnt. Wenn ihr euch das andere Video von mir anschaut, könnt ihr quasi einen Stand-Up-Paddler auch generell umrüsten, dass er sowohl mit einem Foil als auch mit dieser Mastspuraufnahme ausgerüstet ist, damit ihr damit Windfoilen, aber auch Wingfoilen gehen könnt. Um die Pads hier runter zu bekommen, ist es das Einfache, ihr macht das Ganze zuerst mal heiß und dann mit einem Stanley-Messer parallel zur Brettoberfläche kann man hier quasi ein bisschen Zwischenraum öffnen und das Ganze dann langsam abziehen. Ich habe das hier in der Mitte auch getrennt, das Ganze circa bis hier geöffnet und dann seht ihr im Video auch, wie ich dann die nächsten Schritte gemacht habe. Im Endeffekt Mastspurposition ist natürlich ein Thema, wo kommt die hin? Bei mir ist es so, dass ich hier einen Abstand zwischen Mitte der Mastspur und dem Foil mit ca. 82 cm habe. Das ist so ein Range zwischen 75 und 85 cm. Mehr solltet ihr da nicht haben, Abstand. Dann habt ihr ja quasi einen ganz guten Stance, auch am Brett. Ihr könnt natürlich abhängig vom Foil auch hier den Druckpunkt entsprechend noch durch Bewegung des Foils auf der Mastschiene hier auch entsprechend anpassen. Wichtig ist bei der Verarbeitung, dass wenn ihr das Pad entfernt, dass ihr nachher auch die Oberfläche gut abschleift, dass hier entsprechende Verbindung mit dem Laminat gegeben ist. Ich habe hier eine Heavy Duty Mastspur gewählt von Chinhook. Wichtig auch, bei der Sie außen vorher anschleifen und entfetten, dass sie eine gute Verbindung hat. Wenn ihr das Ganze einlegt im Brett, am besten geht es mit einer Fräse, dass ihr das quasi vorher schon anzeichnet, fräst durch das Laminat durch, gibt quasi von beiden Seiten, ist wichtig, dass die Box umfasst wird mit Glasgewebe. Bei mir sind das halt mehrere Lagen 160er Glas, 160 Gramm Glas gewesen. Und wichtig ist, dass das Ganze hier eben Druck auf Druck, aber auch auf Zug quasi stabil ist, muss sowohl das, was nach unten umgeschlagen ist, hier am Oberlaminat befestigt werden, als auch das Ganze, womit ihr das Ganze dann abschließend macht. Das Ganze wieder drüber. Am Schluss seht ihr noch kurze Action, wie ich damit fahre. Viel Spaß mit dem Umbau. Ihr werdet sehen, ganz einfach, keine Angst davor, keine Berührungsängste. Ihr werdet das schon machen. Ja.